Dann gib uns noch mal 'n ganz kurzen Überblick. Ihr habt jetzt 3 Wings im Programm. Wie würdest du die positionieren? Also, so quick and dirty. Ja, also erstens mal, was haben wir alles für Disziplinen gerade beim Wingfoil? Wir haben den Freeride-Bereich, dann haben wir einen Freestyle-Bereich und einen Wave-Downwinder-Bereich. Und von Duton haben wir jetzt drei Linien auf dem Markt. Das wäre einmal dann der Echo. Der wäre jetzt in der Freeride-Linie angesiedelt, bis hin so leichten Freestyle-Manövern. Ähm, Dann hätten wir den neuen Slick. Das ist unser One for All. Den haben wir neu entwickelt, um wirklich jede Disziplin damit abdecken zu können, von Freeride bis Wave Downwinder. Und als letztes den Unit, unseren Handle Wing, den haben wir wirklich im Wave Downwinder Bereich angesiedelt, weil der die Eigenschaften dafür besitzt. Ja. Und also, für mich jetzt als absoluten Laien, der sich jetzt auch noch nicht intensiv mit den Ja. Duotone Wings auseinandergesetzt hat, muss ich jetzt als Ja. Disclaimer dazu sagen, unterscheiden die sich ja jetzt mal hauptsächlich an der Mittelstrut beziehungsweise nicht vorhandenen Mittelstrut und dem Boom. Genau. Also der Echo ist quasi Ist es das unser Hauptunterscheidungskriterium? Das Hauptunterscheidungskriterium ist eigentlich jetzt, wenn wir jetzt vom Unit und Echo sagen, ist es der Boom und die Mittelstrut. Der Slick ist wirklich jetzt ein neuer Wing, wo sich auch das Fenster geändert hat. Der Wingspann wurde reduziert. Es gibt keine längeren Latten mehr in dem Wing wie beim Echo. Und da hat sich die Wing-Geometrie ein bisschen geändert. Genau. Und er hat eine quasi so eine Art halbe Mittelstrut mit einem Mini-Boom, Genau, oder? eine ausgeschnittene Mittelstrut und einen Mini-Boom, den man quasi drin befestigen kann. Und den wird es dann in Carbon und Aluminium geben, in zwei Bauweisen, was so 250 Gramm Unterschied circa ausmacht. Nochmal. Und das ist Mhm. so vom Slick her wirklich, wenn man so rechnet, wenn man jetzt unsere drei Produkte übereinander legt, ein 4 Quadratmeter Echo, ein 4 Quadratmeter Slick und ein 4 Quadratmeter Unit und von den Gewichten so die Unterschiede nimmt, ist man bei dem Handle Wing, bei dem Unit, der im Wave- und im Downwind-Bereich angesiedelt ist man bei 1,8 Kilogramm. Bei dem neuen Slick ist man je nach Gabel, ob man jetzt Carbon oder Aluminium nimmt, bei 2,1 oder 2,4 Kilogramm. Und beim Echo ist man bei 2,6 Kilogramm inklusive Gabel. Mhm. Ja. Also, das klingt erstmal nicht viel. Ja, sorry, jetzt bin ich ja wieder ins Wort gefallen. Das klingt erstmal nicht viel, aber man kann, glaube ich, schon sagen, also, wenn man mal einen leichten Wing in der Hand hatte, das merkt man schon krass. Also, vor allem so bei Leichtwind. Insofern Ja, ist das schon nice, wenn man da ein bisschen weniger Gewicht mit sich rumfährt. da wird auf Jetzt jeden wolltest du Fall aber die eben noch was sagen Zukunft und hin. dann, hatte ich wieder diese Verzögerung hier auf der Leitung. Ja, macht nichts. Ja, das auf jeden Fall muss man, das merkt man sofort, die paar Gramm Unterschied ist, da wird auch die ganze Produktentwicklung hingehen in die Leichtigkeit rein, weil so, wenn man bei Leichtwind fährt und man hat einen leichten Wing in der Hand, das macht einfach viel mehr Spaß, ihn zu halten und die Arme werden nicht so schnell schwer. Und da geht auch die ganze Performance, denke ich mal, hin in leichteres Material. So wie beim Kitesurfen auch, da kommen auch die leichtesten Materialien auf den Markt zurzeit. Und da geht die Produktentwicklung, denke ich mal, hin, dass man wirklich schaut, dass man das Material so leicht wie möglich macht, dass man bei noch weniger Wind schneller zum Mhm. Anpumpen kommt. Da wird alles hingehen. Ich meine, der Sport ist ja noch nicht alt, so mit, jetzt sagen wir mal, Geil. das zweite Jahr jetzt auf dem Markt. Ja. Ja, lass dich von mir, also, wenn ich irgendwie sage ja oder geil oder so, lass dich von mir nicht unterbrechen. Red einfach weiter. Okay. Ja, so generell diesen Slick-Übersicht haben wir jetzt noch gar nicht so gemacht. Der ist ja quasi neu, den haben wir jetzt im März gelauncht. Der kommt jetzt dann ab April, Anfang April in die Shops. Da gehen die ersten Lieferungen hin.
Und Mhm. da haben wir wirklich sehr viel Produktentwicklung reingesteckt, dass wir wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Wing für alle Bedürfnisse angepasst haben. Mit einer von Freeride bis Wave Performance, aber hauptsächlich im Freestyle-Bereich haben wir da wirklich sehr viel Produktentwicklung reingesteckt. Wie schon erwähnt, den Wingspann haben wir reduziert, dass der Wing manöverfreundlicher wird, man beim Pumpen bei den großen Größen effizienter pumpen kann, quasi mehr aufrechter und nicht nach oben. Und das macht halt den Wing einfach nochmal besser, effizienter und auch generell so, man hat eigentlich, wenn man den Sport betreibt und nicht nur ein Wing hat, sondern zwei, drei oder vier, hat man wirklich auch nur noch eine Baumgröße, die man nicht verstellen muss und kann damit wirklich alles abhändeln. Was mich noch so ein bisschen gewundert hat, ist, ich greife bei meinen Wings, die ich jetzt bisher gefahren bin, greife ich schon auch ab und zu mal relativ weit nach hinten an die Schlaufe, also gerade beim Höhefahren zum Beispiel. Und Ja. dadurch, dass der Mini-Boom ja da endet, ist der Druckpunkt von dem Wing weiter vorne oder warum muss ich da hinten nicht hingreifen? Mm, Weil der Mini-Boom geht ja nicht bis ganz zum Ende. Okay, jetzt auf den Videos und auf den Produktbildern ist natürlich der Wing, sieht man, dass da der Ausschnitt, der Mini-Boom ist nur 1,25 Meter lang und dann endet der. Und dann hat man ja am Ende, wie du sagst, hättest du bei einem anderen Handle Wing oder bei einem anderen Produktanbieter noch eventuell eine Schlaufe dran, wo du am Ende nochmal dicht ziehen könntest. Der Druckpunkt jetzt von dem Slick ist jetzt auch nicht weiter vorne, aber es reicht einfach aus, dass man wirklich durch die Tuchspannung und wie der von der Wing-Geometrie aufgebaut ist, der Wing, dass man gar nicht mehr quasi weiter hinten greifen muss, damit der Wing dicht geholt ist. Okay, ich bin echt gespannt. Also, ich kann nur sagen, ich habe den Echo zweimal gefahren. Ich fand das cool, dass man da halt eben 'n Gabelbaum hat. Das muss ich klar, als dadurch, dass ich auch ein bisschen Windsurfen gemacht habe, liegt mir das irgendwie sofort. Ich fand es aber, dass die Vorteile hatten mich bisher noch nicht überzeugt so, weil ich das Packmaß irgendwie nicht so geil fand. Also, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ne, auch wenn du jetzt sozusagen mir mal als Duoton-Vertreter gegenüber sitzt, aber dann hatte Ja, ich irgendwie auch das Gefühl, dass der, wenn er auf dem Wasser liegt und mal so eine Böe reinkommt, dadurch, dass der so eine große Leading Edge hat und diese Aufbiegung, diese Spreizung sozusagen oder Pfeilung, dass er dadurch sehr verstehe. unruhig ist, das finde ich irgendwie auch unangenehm. Das ist aber eher so ein persönliches Ding. Und deswegen, also könnte ich mir aber vorstellen, dass der Slick sozusagen diese Nachteile, die mich vom Echo bisher abgehalten haben oder vom Echo, da halt aufwiegt. Das auf jeden Fall. Der wurde da überarbeitet, auch an der Leading Edge, an der großen. Und die Wing-Geometrie, was du gemeint hast mit dem V, das wurde verändert. Sowie auch mit der ausgeschnittenen Mittelstrut bietet der ganze Wing ein bisschen mehr Stabilität und ist auch handlicher und ist nicht so unruhig in der Luft zu halten wie der Echo im Vergleich. Jedoch muss man dann absehen, Mhm. mit dem Echo hatte man eine riesengroße Trimmweite. Man konnte ja die Gabel verlängern und quasi noch bei viel überpowerten Wind hat man noch 2 Zentimeter die Gabel weiter verlängert, dass der ganze Wing ein bisschen flacher wird. Das hat man jetzt bei dem Slick nicht mehr in dem Sinne, dass man wirklich die Verstellbarkeit von dem Wing hat, aber dafür Mhm. eigentlich eine Performance in allen Bereichen. Okay, last but not least, ich habe mir die Blue Planet Show angehört. Das ist hier von dem Hawaiianer, der diese Firma Blue Planet Surf hat. Der hat jetzt auch so einen Wingfoil-Podcast gestartet. Shoutout an die Newcomer sozusagen an der Stelle. Nee, also Spaß beiseite. Der macht das richtig cool und der hatte Alain Cadiz im Interview. Der fährt ja auch Duotone Wings und der ist zufällig der Nachbar von Ken Winner, der ja bei euch die Ja, Wings und Kites, glaube ich, designt. Und der sagte, ja, dass du hast ja vorhin gesagt, dass der Gabelbaum, dadurch, dass der Schwerpunkt so ein bisschen anders ist, dass der dann so
den Schwerpunkt verändert und so ein bisschen flattert, wenn man ihn hinter sich her einfach, wenn man so ein Flag-Out macht, also den so einhändig hinter sich herzieht. Und was der aber sagte auch ist, wenn die Mittelstrut fehlt, dann fehlt auch so ein bisschen wie bei so einem Dartpfeil so die Richtung. Das heißt, der wackelt auch ein bisschen mehr seitlich. Und er sagte, dass das halt mit dem Slick deutlich besser ist, weil der quasi so eine halbe Mittelstrut hat und deswegen auch so ein bisschen wie so eine Dartpfeilung quasi mit drin hat. Ja, der hat Ich auf weiß jeden nicht, ob es Fall stimmt, aber das ist das, was ich das, gehört habe. ja, der hat auf jeden Fall, er ist direkter und leistungsfähiger durch diese Mittelstrut, weil das ganze Profil eine bessere Einheit bietet. Also so wie du das schon erklärt hast, ist auf jeden Fall Mhm. richtig, ja. Get down.